Hallo meine lieben Freunde von altem Playmobil. Heute spielen wir gemeinsam die Abenteuer nach von Professor Mobilux und Patrick F. Patrick aus der Europa-Hörspielreihe von 1987 bis 1989. Wir skaten mit den bezaubernden Figuren durch verschiedene Spielwelten aus dem damaligen Playmobil-Sortiment. In den Hörspielen wurden die Sets immer genau beschrieben. Ich habe euch einige Szenen aus allen 16 Folgen der Hörspielreihe aufgebaut. Die ersten 3 Hörspiele brachte Playmobil im Jahr 1978 heraus, unter dem Label Ariola, wahlweise auf Vinyl-Langspielplatten oder auf Musikkassetten. Unser Sheriff ist der Beste ist auch heute noch besonders hörenswert. Der Schüler Benjamin Kaufmann fährt in den Ferien in seine Heimatstadt Clicketown. Es gab damals noch keine Kinderfiguren, deshalb wird Benjamin von einer Erwachsenenfigur dargestellt. Die Blackie Black Bande überfällt als Indianer verkleidet die Postkutsche. Das Bild auf dem Cover ist also falsch, es müssten hier Indianer abgebildet sein. Benjamin hilft mit, das Diebesgut wieder zurückzuholen und die Ehre der Indianer zu retten. Auf der Rückseite sind die weiteren 2 Hörspiele aus dieser ersten Reihe abgebildet. Das Geheimnis von Burg Klopfenstein und Alexander erlebt die Welt der Spielfiguren. Im Jahr 1987 kam die Hörspielserie Professor Mobilux mit 16 Folgen in 3 Staffeln heraus. Das Buch hat der Autor Hans-Gerhard Franzis oder Franziskowski geschrieben. Die hervorragenden Sprecher waren alle erstklassig. Als Erzähler der ersten Staffel konnte sogar Hans-Jörg Felmi, der legendäre Kommissar Heinz Haferkamp aus dem WDR-Tatort Essen, gewonnen werden. Professor Mobilux sprach Wolfgang Dreger, die Synchronstimme von Woody Allen. Patrick F. Patrick sprach Oliver Rohrbeck, der Justus Jonas aus den 3 Fragezeichen. Alle Folgen sind spannend und auch heute nach 35 Jahren immer noch hörenswert, auch wenn man sie bereits kennt. Sucht sie euch einfach auf YouTube heraus, den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Professor Mobilux und Patrick F. Patrick kamen 1987 als Artikel 3099 heraus und waren bis 1991 im Sortiment. Die Figuren würden perfekt in die Spielwelt 1900 passen, aber diese begann erst 1989, als die Hörspielserie schon wieder beendet wurde. Die Figuren gehören zur Westernwelt. 4 von 16 Folgen spielen im Wilden Westen, darunter die ersten beiden Folgen. Der schrullige Wissenschaftler Professor Octavius Mobilux ist Paläontologe an einer der berühmtesten Universitäten Europas. In der 3. Staffel ändert sich sein Vorname plötzlich in Professor Status Mobilux, das ist ziemlich verwirrend. Er trägt eine schwarze Jacke mit lila Aufschlägen und eine graue Hose. Die Chrombrille ist wie bei den Großeltern und der Lehrerin von 1983. Die Brille hat keine Bügel und ist also ein Kneifer mit Nickelrahmen. Mobilux ist die erste Figur mit dem vollständig neuen Backenbart, dem neuen Kragen und den Gamaschen, die erst 1989 für weitere Figuren der Rosa-Serie verwendet wurden. Hutband, Spitzmanschetten und Regenschirmen gab es schon bei den Aristokraten 1978. Mobilux ist eine der selteneren Playmobil-Figuren. Passt deshalb bitte auf Nachbauten auf. Den echten Mobilux erkennt ihr an den seltenen alten lila Spitzmanschetten und am lila Hutband. Diese Teile kommen bei keinem anderen Set vor.
Ein Möchtegern-Mobilux hat kein Hutband und die neuen Rundmanschetten vom Pianisten, der lange Zeit um wenig Geld im Direktverkauf war. Der schwarze Schirm ist auch nicht besonders häufig und kommt nur beim großen Westernzugset vor. Mobilux verwendet im Hörspiel oft das Wort bezaubernd, aber meist im ironischen Sinne, wenn die Dinge überhaupt nicht bezaubernd sind. Sein junger Helfer Patrick F. Patrick stammt aus Irland. Er zog fort, um den Lehrern und ihren vielen Fragen zu entgehen. Mit seinen roten Haaren wird er oft Rotschopf genannt. Sein Gesicht ist voll Sommersprossen. Er trägt eine grüne Jacke und eine knallgelbe Hose. Er hat weiße Handschuhe wie die Polizisten. Es heißt, die weißen Handschuhe sind Brauch am St. Patrick's Day, aber Patrick weiß nie genau, wann dieser Tag ist. Er trägt eine neue Fliege doppelt über einem neuen Kragen aufgesteckt und einen braunen Bowlerhut. Diese Kleidungsstücke gab es schon 1985 bei der Westernfamilie und beim Einspänner. Er trägt eine braune Reisetasche, die im Hörspiel eigentlich nie vorkommt. Von der Hörspielreihe sind 3 Staffeln erschienen. Bei jeder Staffel waren ursprünglich 6 Folgen geplant. Im Februar 1987 kam die Pilotfolge exklusiv in einem Versandhauskatalog heraus. Sie hatte den vorläufigen Titel Professor Mobilux und der Überfall. Im August 1987 wurde diese Pilotfolge mit einigen anderen Sprechern als erste Folge der neuen Hörspielreihe verwendet. Sie bekam den neuen Titel Der Wilde Westen. Die erste Folge ist noch eine etwas unbeholfene Pilotfolge. Es wird die Gratwanderung zwischen Ernsthaftigkeit und Humor ausgelotet. Die Handlung der Hörspielserie beginnt damit, dass der Paläontologe Professor Mobilux mit seinem Assistenten Patrick F. Patrick in die USA reist. Er möchte dort die Funde der Dinosaurierknochen studieren. Als sie in Colorado Springs aussteigen, fragt Patrick am Bahnsteig nach einem Hotel. Es gab aber leider keins. Deshalb kann man die Zeit der ersten Folge zwischen 1898 und 1901 einordnen. Das ist die Zeit, wo die Eisenbahn nach Colorado Springs fuhr, aber das einzige Hotel Antlers durch einen Brand zerstört war. Der Bandit Joe Bonecrash überfällt den Zug, in dem Mobilux und Patrick unterwegs sind. Der alte Trapper Jeremy Ball übergibt Mobilux das schwarze Indianerholz zur Aufbewahrung während dem Überfall. Die einzige Trapperfigur 1987 war der Fährtenleser aus der Kavallerie. Auf das schwarze verzierte Indianerholz hat der große Medizinmann Ishitore Tagare alle seine Zauberkräfte übertragen, bevor er in die ewigen Jagdgründe eingegangen ist. Mobilux versteckt das Indianerholz, indem er es als Griff auf seinen Regenschirm steckt. Der Bandit nimmt den Trapper mit, das Indianerholz bleibt von da an bei Mobilux. Im Hörspiel wird die Westernstadt, Kirche, Saloon, Farm und die Kavallerie genau beschrieben. Der Bandit Joe Bonecrash will den Postzug überfallen, das Geld der Ranger stehlen und seinen gefangenen Bruder befreien. Mobilux und Patrick verhindern den Überfall, indem sie die Banditen mit Feuerwerkskörper täuschen. Mit dem Indianerholz am Griff des Regenschirms können Mobilux und Patrick durch Raum und Zeit reisen, oder besser gesagt, wie auf einem Skateboard skaten. Am Ende jeder Folge gibt es bereits eine Vorschau auf die nächste Folge. In der zweiten Folge gelangen Mobilux und Patrick etwas weiter zurück in die Vergangenheit, vor dem Eisenbahnbau in die Zeit der Indianerkriege. Der Stamm der Sioux greifen vor Randall an, weil ihnen der wilde Henry das Waffenlager verraten hat. Mobilux und Patrick suchen Schutz im Fort, ebenso ein blonder, weißer Indianerjunge mit Namen Schneller Bogen. Ich musste hier eine neuere Kinderfigur von 1989 verwenden.
Ist euch schon jemals aufgefallen, dass es bis 89 keine blonden Kinder gegeben hat? Der Indianerjunge Schneller Bogen hat auf einem Esel den bewusstlosen Trapper John gerettet. Mobilux bringt den Trapper mit den Zauberkräften des Indianerholzes wieder zu Bewusstsein. Der Trapper hat eine geheime Botschaft mitgebracht. Der wilde Henry hat die Eltern von Schneller Bogen getötet und das heilige Büffelfell von den Indianern gestohlen. Die Indianer beenden den Angriff, versöhnen sich und Mobilux nimmt den geflüchteten wilden Henry gefangen, indem er ihm den Schirm an den Rücken hält und sagt, es sei ein Gewehr. Die 3. Folge hat den Titel Der Geist von Burg Rabenfels. Es ist eine übertrieben lustige Folge. Das Indianerholz hat Mobilux und Patrick ins Mittelalter gebracht, in die Burg Rabenfels von Herzog Heinrich und seiner Familie. Dieser nimmt ihnen den Schirm weg, sperrt sie ein und zwingt den Wissenschaftler Gold herzustellen für seine leere Schatzkammer. Im Hörspiel werden genau der Nachtwächter, der Schwarze Ritter und das Ritterturnier beschrieben. Professor Mobilux zieht eine Ritterrüstung an. Das ist beim Nachspielen ein Problem, weil auf dem breiten Backenbart passt weder der alte Helm noch die neue Rüstung. Im Turnier siegt Professor Mobilux gegen den Schwarzen Ritter und das ohne die Hilfe vom Indianerholz. Der Herzog mag es nicht, dass sich Mobilux als Ritter aufgespielt hat und lässt ihn ins Gefängnis werfen. Das Schlossgespenst hilft Mobilux, seinen Schirm wieder zu finden und er flieht mit Patrick in die heutige Zeit, zum Circus Romani. Der Name Romani wird für den neuen Zirkus erst 1991 verwendet. Entweder war der neue Zirkus 1987 schon geplant oder er wurde nach dem Hörspiel benannt. Die 4. Folge ist der erste von einer Reihe Mitrate-Krimis, bei dem die Kinder an der Auflösung des Falles beteiligt sind. In dieser Folge gibt es auch eine unnötige Verwirrung mit dem Vornamen von Mobilux. Zuerst lässt er sich als Octavius ansprechen, kurze Zeit später nennt ihn der Zirkusdirektor beim Vornamen Status. Diese Verwirrung hätte mit etwas mehr Aufmerksamkeit vermieden werden können. Die 2 Zeitreisenden landen auf dem Zirkusplatz. 5 Schimpansen laufen frei herum und Mobilux hilft sie, mit dem Indianerholz einzufangen. Der Tierpfleger Brix teilt im Pferdezelt Schläge aus und Mobilux findet den niedergeschlagenen Saxophonclown Alfredo Pedali in der Pferdebox. Mobilux muss bei der Vorstellung als Clown einspringen. Das ist schon ein bisschen übertrieben lustig. Es taucht Falschgeld auf und 3 Löwen werden freigelassen, damit die Falschmünzer ihre Spuren verwischen können. Auf der Flucht vor den Löwen tauchen 2 Falschgeldlager auf. Eines im Wohnwagen vom Kunstschützen und Messerwerfer Simon Botmann und eines im Raubtierwagen vom Tierpfleger Brix. Beide Falschmünzer wollten sich gegenseitig betrügen und werden von der Polizei verhaftet. In der 5. Folge geht es um den Feuerteufel. Es ist ein spannender, temporeicher Krimi mit vielen falschen Fährten. Am Titelbild ist noch das alte Feuerwehrauto von 1981 abgebildet, obwohl es im Vorjahr 86 schon die Neuausgabe mit dem weißen Unterbau gab. In der Fachwerkstatt treibt ein Brandstifter sein Unwesen. Das bevorstehende Stadtfest ist in Gefahr. Professor Mobilux hilft beim Löschen und wird auch schon selbst verdächtigt. Der Apotheker Bayer wird verhaftet. Seine Tochter Julia Bayer und ihr Freund Michael helfen Professor Mobilux bei den Nachforschungen. Im spannenden Ende ertappen sie den Brandstifter im Stadtmuseum. Wer hat die Brände gelegt? Die Reporterin Sabrina Heck, damit mehr Leute die Zeitung lesen, oder der Sanitäter Philipp? Die 6. Folge ist das Ende der 1. Staffel. Sie hat den Titel Das Geheimnis des Ponyhofes.
Am Ponyhof findet ein Reitturnier statt. Nur die besten Ponys dürfen bleiben. Das Pony Glöckchen von Stefanie und Dennis schneidet schlecht ab und wird den Stallplatz verlieren. Petra Sanders auf dem Pony Deichgraf gewinnt das Rennen. In der Nachbarschaft wird eingebrochen. Mobilux und die Kinder finden das Versteck mit dem Diebesgut und mit dem Schlafmittel für die Ponys im Keller des Ponystalles. Sie ertappen die Diebe, den Stallknecht Alfred Hamann und den kriminellen Kreuzknecht, als sie das Diebesgut abholen wollen. Petra Sanders hat die Häuser ausspioniert und die Ponys mit Schlafmittel geschwächt. Im nächsten Rennen gewinnt Stefanie. Mit dem Ponyhof endet die erste Staffel. Es wird wieder am Indianerholz gedreht, aber man weiß nicht, wo die Reise hingeht. In der zweiten Staffel, Ende 1987, ist alles anders. Die Hörspielserie bekommt einen neuen Namen. Patrick F. Patrick anstatt Professor Mobilux. Mit der jüngeren Titelfigur wollte man mehr Schwung in die Serie bringen und jüngere Hörer ansprechen. Die düstere, dramatische Musik wurde in eine lockere und schwungvollere Musik geändert. Der Erzähler Hans-Jörg Felmy stand in der zweiten Staffel nicht mehr zur Verfügung. Deshalb wurde das Ende der ersten Staffel umgeändert. Patrick hat unerlaubt am Indianerholz gedreht und Mobilux mit einem Energiewirbel in eine Geisterwelt befördert. Mobilux kann jetzt das Geschehen zwar beobachten, aber nicht mehr eingreifen, und er übernimmt in den 6 Folgen der zweiten Staffel die Funktion des Erzählers und Beobachters. Patrick bekommt in der zweiten Staffel einen neuen Partner, den Mexikaner Pedro Juan María Movimiento, der Alcalde, der Bürgermeister des Dorfes San Antonio im wunderschönen Mexiko. Er ist ein sympathisches Schlitzohr, ein selbsternanntes Finanzgenie und spricht seinen Kumpel dauernd mit Compadre an. Er bezeichnet sich selbst als rechtmäßigen Erbe und ist scharf auf das Indianerholz. Pedro ist der weiße Mexikaner aus dem Banditenset. Pedro wurde gemeinsam mit seinem Gallo Paolo und mit seinem Gewehr beim Skaten mitgerissen und von seinem Heimatdorf auf die Skipiste versetzt. Er schießt in die Luft, um Hilfe zu holen, und löst damit eine Lawine aus. Die Bergrettung sucht mit dem Rettungshubschrauber nach Lawinenopfer. Patrick und Mobilux aus der Geisterwelt helfen der kleinen Nadine Waldlauf, ihren vermissten Bruder Alfie zu finden. Dabei entpuppt sich Patrick als perfekter Skifahrer. Pedro kommt ins Gefängnis. Der Geier Paolo folgt ihm. Patrick besucht ihn und verschwindet mit ihm und mit dem Indianerholz. Das Finanzgenie Pedro nimmt natürlich bei der Polizei noch einen Bündel Bargeld mit. Die 8. Folge heißt Patrick F. Patrick und die Safari. Mit 48 Minuten ist es die längste Folge der gesamten Hörspielreihe. Patrick, Pedro und sein Geier Paolo landen beim Skaten in Afrika in Ngorongoro. Die Zoologin Sarah Morgan nimmt sie im Safariwagen mit in die Tierforschungsstation. Obwohl er aus einem mexikanischen Dorf stammt, kennt sich Pedro perfekt mit dem Safariwagen aus und ist ein geübter Fahrer. Der Stationsleiter ist James Callahan mit dem weißen Tropenhelm. Er hat 2 Zwillinge, Christine und Katharina, die keine Mutter haben. Sie folgen dem Elefantenbaby Billy in den Busch. Der Löwe Cäsar ist wegen seinen Zahnschmerzen ein angriffslustiger Einzelgänger geworden und bedroht die Zwillinge. Patrick lenkt den Löwen ab und Pedro betäubt ihn mit einem gezielten Schuss mit einem Narkosepfeil. Sarah zieht dem Löwen den entzündeten Zahn. Pedro bietet an, als Bürgermeister Sarah und James zu verheiraten. Das ist der einzige romantische Moment in der gesamten Hörspielserie. Die 9. Folge heißt Die Geisterstadt. Es ist eine besonders gelungene und spannende Folge mit vielen hervorragenden Gastsprechern. Patrick und Pedro
landen in der Vergangenheit im alten Wilden Westen in der verlassenen Stadt Indian Sands. Die Stadt ist von Banditen besetzt, die eine Bank ausgeraubt haben und eine Kiste mit Gold gestohlen haben. Pedro versucht zuerst mit dem Indianerholz zu flüchten, kommt aber nicht weit, weil sich das Indianerholz nach dem Gebrauch erst wieder aufladen muss. Patrick und Pedro werden von den Banditen gefangen genommen und gefesselt in der Wüste ausgesetzt. Der Geier Paolo befreit sie von den Fesseln. Sie kehren versteckt wieder in die Stadt zurück. Patrick will das Indianerholz suchen. Die Kavallerie ist angerückt und belagert die Stadt mit Kanonen. Pedro findet die Goldkiste. Er weiß von einer alten Geschichte, dass eine Kiste mit Gold auf unerklärliche Weise aus Indian Sands verschwunden ist, während sich Banditen und Kavallerie ein Gefecht lieferten. Patrick findet den Schirm mit dem Indianerholz auf dem Aussichtsturm und beide verschwinden mit der Kiste Gold. Das Gold landet aber in der Zwischenwelt bei Professor Mobilux und später erfährt man nicht mehr, wo das Gold geblieben ist. In der 10. Folge Abenteuer im Freizeitpark kommen Patrick, Pedro und Paolo in einen großen Abenteuerpark. Indianerdorf, Westernstadt und Mittelalterstadt werden als Attraktionen aufgezählt. Ein Junge ist ins Bärengehege geklettert, um ein Bärenbaby zu streicheln. Das konnte ich nicht nachstellen, weil es damals noch kein Bärenbaby gegeben hat. Patrick rettet den Jungen aus dem Gehege. Inzwischen nimmt Tommy Fröhlich, der vernachlässigte Sohn des Parkdirektors, Aktien aus dem Tresor seines Vaters, um damit Eis zu kaufen. Pedro beobachtet einige Taschendiebstähle. Das ausgerissene Mädchen Birgit ist beim Messerwerfer Sieber untergekommen und geht für ihn auf Diebestour. Sie söhnt sich wieder mit ihren Eltern aus und kehrt nach Hause zurück. In dieser Folge haben wir gleich 2 Kinder, die von ihren Eltern zu wenig beachtet worden sind und dadurch auf krumme Pfade gekommen sind. Das ist jetzt ein immer wiederkehrendes Motiv in dieser Hörspielreihe. Die 11. Folge, Eismeerexpedition, ist ein spannender Agentenkrimi, in dem sehr viel passiert. Mobilux verwandelt sich von einem außenstehenden Beobachter in einen flotten Erzähler. Patrick und Pedro landen mit ihren Sommerkleidern im Eismeer. Sie finden Schutz im verlassenen Fischkutter Susanne, machen sich mit einer Signalpistole bemerkbar. Das Polarflugzeug bringt sie in die Forschungsstation. Die Forschungsstation arbeitet an einem geheimen Projekt. Patrick und Pedro werden als Spione verhört und im blauen Container eingesperrt. Der Forscher Jeremy Holting nimmt das Indianerholz mit auf eine Rettungsexpedition. Pedro bricht das Schloss auf und sie verfolgen mit dem Kettenfahrzeug die Motorschlitten. Diese sind inzwischen stecken geblieben und können mit der Seilwinde gerettet werden. Es kommt noch ein Hundeschlitten und der Rettungshubschrauber rettet 3 Eskimos von einer Eisscholle. Ich habe gar nicht den Platz, das alles hier aufzubauen. Bei den Iglus werden Patrick und Pedro noch einmal verhört. Der Geier Paolo bringt den Regenschirm, den Jeremy Holting weggeworfen hat. Sie verschwinden mit dem Indianerholz, während alle staunend zuschauen und skaten in den warmen Dünensand an die Nordseeküste. Die 12. Folge, Abenteuer an der See, ist das Finale der 2. Staffel. Eine sehr kurze Folge mit nur 36 Minuten Spielzeit. Sehr spannend aufgebaut mit vielen neuen Informationen. Man hat dauernd das Gefühl, dass sich die Geschichte der Personen sinnvoll abschließt, das Geheimnis des Indianerholzes aufgeklärt wird, aber zum Schluss steht man sprachlos vor einem vollkommen offenen Ende. Patrick und Pedro ruhen sich am Nordseestrand aus. 3 Kinder stehlen ihnen aus Spaß den Schirm mit dem Indianerholz. Pedro erzählt, dass das Indianerholz von den alten Azteken stammt. Ein uralter Inka hat seinem Vater die Schachtel zur Aufbewahrung des Indianerholzes gegeben.
und hat ihm prophezeit, dass ein Mann ihm das Indianerholz bringen wird. Auf der Suche nach dem verlorenen Schirm glauben sie, dass Professor Mobilux wieder aufgetaucht ist. Der Hörer hofft, dass Professor Mobilux das Indianerholz gefunden hat und dem rechtmäßigen Erben übergeben wird. Sie suchen Mobilux im Wohnwagen mit der Taube am Campingplatz. Der Segler Kamera bringt sie aufs Meer zum Taucherschlauchboot. Aber der Taucher ist nicht der gesuchte Mobilux, sondern der Fan Max Steiner, der sich genau wie Mobilux kleidet. Das Ende ist vollkommen offen, Mobilux bleibt verschwunden und Pedro bekommt keine Verabschiedung aus der Staffel, sein Schicksal ist unbekannt. Die 3. Staffel hieß wieder Professor Mobilux. Es waren 6 Folgen geplant, aber nur 4 wurden veröffentlicht. Am Ende gab es keine Vorschau mehr auf die nächste Folge. Vielleicht wusste man nicht mehr genau, wie es weitergeht. Die 13. Folge hieß Das Indianerland. Der Übergang von der 2. zur 3. Staffel ist wieder unklar. Auf dem Schlauchboot an der Nordsee dreht Patrick am Indianerholz und skatet in den Wilden Westen. Dabei wird Mobilux aus der Geisterwelt herausgeholt und hält auf einmal das Indianerholz in seiner Hand. Man erfährt nicht, was mit Pedro und Paolo geschehen ist. Ich hoffe, dass sie in ihr Heimatdorf San Antonio zurückgekehrt sind und nicht immer noch mit Max Steiner im Schlauchboot in der Nordsee sitzen. In Folge 13 bindet der Shoshonenhäuptling Yellow Arrow Mobilux an den Marterpfahl und nimmt ihm das Indianerholz weg. Die Shoshonen hungern, weil mit dem Bau der Eisenbahnlinie die Büffel ausbleiben. Sie veranstalten einen Büffeltanz. Patrick befreit Mobilux und den mitgefangenen Regierungsbeamten in Indianerfragen Thomas. Thomas hat wertlose Gewehre an die Indianer verkauft, hat dem Ranger Silver Indianerland verkauft, das ihm gar nicht gehört, liefert den Goldgräbern teures Longhornfleisch und täuscht der Kavallerie Indianerangriffe vor. Zum Schluss will er noch mit einem mit Dynamit beladenen Planwagen die Bisonherde verjagen. Patrick versucht das zu verhindern. Im Chaos zerstört die wild gewordene Bisonherde die Eisenbahnbaustelle. Die Shoshonen sind gerettet, Thomas wird der Gerechtigkeit übergeben und Mobilux bekommt sein Indianerholz zurück. In Folge 14 skaten Mobilux und Patrick wieder in die Gegenwart und landen mitten auf einer Motocross-Rennpiste. Sie treffen auf den Rennfahrer Tobias Helmer, der mit seinem technisch unzuverlässigen Motorrad kämpft. Mobilux repariert es mit dem Indianerholz. Der chancenlose Tobias Helmer wettet mit dem überlegenen Favoriten Roman Rinaldo um seine Maschine auf den Sieg. Rinaldo lässt Tobias vor dem Training verprügeln und er muss ins Rotkreuzzelt. Mobilux zieht sich den gelben Anzug von Tobias an und fährt für ihn eine brauchbare Trainingszeit heraus. Das ist eine der vielen Unstimmigkeiten, die man leicht mit dem Indianerholz erklären könnte. Zu Beginn hat Mobilux keine Ahnung, was Motocross überhaupt ist, und später ist er ein erfahrener Motorradfahrer, der schon in seiner Jugend Rennen gefahren ist. Ein Problem habe ich auch mit der Startnummer, beim Training war sie Nummer 16 und im Rennen Nummer 4. Im spannenden Rennen startet Tobias aus einer aussichtslosen Position und holt in der letzten Runde den Favoriten Rinaldo ein und gewinnt das Rennen. Die 15. Folge ist die vorletzte. Sie heißt Der Baulöwe. Es ist wieder eine spannende, temporeiche Folge mit einem Kind, das von einer strengen Familie ausgerissen ist, weil es keine Aufmerksamkeit bekommt. Es ist das Kind Markus Stur, der Sohn des Baulöwen. Er versteckt sich in einem alten Fachwerkhaus, das abgerissen werden soll.
In der Baugrube wird eine Fliegerbombe gefunden und die Umgebung wird evakuiert. Ein Tiefflieger aktiviert den Zünder und die Bombe kann nicht mehr entschärft werden. Mobilux entschärft die Bombe mit dem Indianerholz. Der Kranwagen setzt sich unkontrolliert in Bewegung und kracht in ein Fachwerkhaus. Auf der Kassettenhülle ist der neue Mobile Crane von 1988 abgebildet. Im Hörspiel wird aber der alte Autokran der Transportunion genannt. Das ausgerissene Kind, Markus, wird im einsturzgefährdenden Haus in seinem Bodenversteck eingeklemmt. Mobilux und Patrick retten ihn im letzten Moment. Der Baulöwe bedankt sich mit einem großen Fest. Jetzt kommen wir zur letzten Folge, Nummer 16, die Küstenwache. Mobilux und Patrick kommen ein zweites Mal an die Nordsee, aber diesmal landen sie mitten im Wasser und können sich zuerst überhaupt nicht orientieren. Zum Glück kommen die Kinder Jan und Inga mit ihrem Segelboot vorbei und retten Mobilux und Patrick. Das Segelboot haben sie vom verwöhnten Fabrikantensohn Visser gestohlen. Im Hörspiel werden sehr viele interessante Handlungen angeschnitten. Das versunkene Atlantis, die 2 angeschwemmten toten Robben, das Gift, das der Fabrikant in die Nordsee ablässt, das gestohlene Echolot im Segelboot und das geplante Naturschutzgebiet, mit dem der Fabrikant die Fischer fertig machen will. Die einzige Handlung, die weiterentwickelt wird, ist der Überfall auf den Geldtransporter. Der Fabrikantensohn Visser hat 100.000 Mark erbeutet und den Verdacht auf den Reporter Lenk abgewälzt. Nun bringt er das Geld mit einem Boot auf das Meer hinaus und will es in einem Schiffswrack auf der Heringsbank verstecken. Dabei gerät er in einen Sturm, das Boot sinkt und er wird vom Seenotkreuzer gerettet. Vom Kapitän Harms, Fischer und Seenotretter und Vater von Jan und Inga. Damit endet dieses Hörspiel und die gesamte Hörspielstaffel abrupt mit einem glücklichen Ende. Die schwerwiegenden Delikte Überfall mit 100.000 Mark Beute, Verletzung mit Blutspuren lösen sich innerhalb von kürzester Zeit in ein Happy End auf. Damit endet die 16-teilige Hörspielreihe überraschend mitten in der 3. Staffel, ohne Hinweis, was mit unseren Helden und mit dem Indianerholz weiter geschieht. Mobilux und Patrick sind jetzt genauso wie Pedro Movimiento am Ende der 2. Staffel in einer fremden Zeit an der Nordsee gestrandet. Ein absolut offenes Ende mit 2 weiteren angekündigten Folgen, die niemals veröffentlicht wurden. Die 2 Folgen Der Eierdieb und Gefahr auf den Gleisen, freie Fahrt für den Schnellzug nach Dresden, schlummern wahrscheinlich immer noch halbfertig im Archiv des Hörbuchverlages Europa. Am Bauernhof werden jeden Tag die frischen Eier gestohlen und der alte Knecht Knut wird verdächtigt. Mobilux muss den Fall aufklären. Bei Gefahr auf den Gleisen treibt der berüchtigte Weichenversteller Georg Gleiser sein Unwesen und Mobilux muss mithelfen, dass der Schnellzug pünktlich nach Dresden kommt. Ende 1990 gab es noch einen speziellen Mobilux-Katalog mit Preisausschreiben. In diesem Katalog wurden noch weitere Abenteuer vorgestellt, darunter Viel Wirbel um Cora, wo Mobilux endlich in die Spielwelt 1900 kommt. Rosas Papagei Cora ist aus dem offenen Fenster entflogen und Professor Mobilux soll helfen, ihn wieder zu finden. Wahrscheinlich wäre diese Folge eine Überleitung zur geplanten Hörspielserie Rosas Tagebuch gewesen, die im Puppenhaus spielt. Diese Hörspielserie wurde auch nie verwirklicht, es gab nur 2 Katalogbeilagen mit Bildgeschichten 1989 und 1990. Die Spielwelt 1900 mit dem Puppenhaus werde ich euch in der nächsten Woche vorstellen.
Ich finde es sehr schade, dass diese wunderbare, spannende Abenteuerserie mit Professor Mobilux und Patrick F. Patrick so kurzfristig abgebrochen worden ist. Man hat eben dauernd an Fortsetzungen geplant und wollte sich alle Möglichkeiten offen halten. So haben die Geschichten mit unseren Spielfiguren keinen würdigen Abschluss gefunden. Mit diesem Gedanken möchte ich meine heutige Folge beenden. Ich hoffe, die Spezialausgabe mit unseren beiden Helden Mobilux, Patrick und Pedro hat euch gefallen. Ich entschuldige mich nochmal bei den internationalen Zusehern, die Mobilux und Patrick nicht kennen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Auf Wiedersehen, bis nächsten Freitag.